MDR Kultur ganz früh am Montagmorgen. Und wir gucken erstmal zurück auf ein ganz wichtiges Kulturereignis vom Wochenende. Seit 1970 gibt es die Band Kraftwerk, ein deutsches Musikprojekt, das wie kein anderes auch in vielen anderen Ländern der Welt bekannt ist. Und die wollten in diesem Jahr ein einziges Konzert in Deutschland geben, am Samstag in Dresden. Dann kamen die Hochwasserwarnungen, der Einsturz der Karola-Brücke und keiner wusste, wird das was? Es wurde. Aber wurde es auch gut? Konnten die 4 älteren Herren das Publikum mitreißen? Das wollen wir jetzt erfragen, und zwar bei MDR Kultur Musikredakteur Andreas Zagelow, der dabei war. Hallo. Guten Morgen. Vor Ort dabei gewesen, auf dem Theaterplatz vor der Semperoper, und Sie haben die 4 in ihren Leuchtanzügen hinter ihren Keyboards gesehen, was ja erstmal nicht so spannend klingt, aber ich weiß schon, Sie sagen doch, das war super spannend. Warum? Ja, es ist natürlich spannend, weil zum einen, weil es nicht irgendwelche Männer sind, die da Keyboard spielen, sondern eben Kraftwerk, die deutsche Musikgruppe, also Sie haben es schon angedeutet, die in den 70ern und 80ern definiert hat, dass und wie die Worte elektronisch und Musik zusammengehören können und die damit eben weltweit bis heute Musiker und Musikerinnen beeinflussen. Das kann man sich heute, wo musikalisch ja irgendwie alles schon mal gemacht wurde, kaum noch vorstellen, aber die Musik, die damals aus Düsseldorf kam, die war komplett neu und komplett anders. Und dann ist da natürlich dieser besondere Ort, die Semperoper in Dresden. Kraftwerk suchen sich für ihre Konzerte ja sowieso nur noch die ganz speziellen Orte aus, in so schnöden Konzerthallen wie zuletzt 2015, zum Beispiel im Leipziger Haus Auensee, treten sie gar nicht mehr auf. Da muss es dann schon das Museum of Modern Art in New York sein, die Nationalgalerie in Berlin oder zuletzt das Schloss Schönbrunn in Wien. Und die Semperoper, die hat am Samstag natürlich ganz hervorragend in diese Linie gepasst. Wurde denn das Gebäude in die Show einbezogen, Andreas? Oh ja, und wie? Kraftwerk standen auf einer Bühne, die so ungefähr in 10 Meter Höhe war, etwas höher als die 2. Etage der Semperoper. Darunter eine verhältnismäßig kleine Leinwand, auf der Animation und Filme abgespielt wurden. Und genau die machen dann aus den 4 alten Männern und ihrer Musik dann doch eine ziemlich beeindruckende Show. Nicht zuletzt, weil es dann am Ende, ich dachte erst, na, die ist ja ziemlich klein, wie soll denn das funktionieren? Aber es wurde dann tatsächlich die gesamte Front der Semperoper bespielt. In verschiedene Farben getaucht und dann fuhren auch so ikonische Fortbewegungsmittel aus dem Kraftwerk-Universum darüber, zum Beispiel dieser VW-Käfer aus dem Autobahnvideo, was man vielleicht schon mal gesehen hat, oder der Trans-Europa-Express, ganz berühmter Song, und natürlich auch die Radfahrer der Tour de France. Oder man sah dort eben Musikvideos, zum Beispiel zu den Songs Das Model und die Roboter. Und tatsächlich dann das in so einer Größe zu sehen, über ja mehrere 10 Meter groß, und die Musiker dann fast Teil der Kulisse werden zu lassen, das war schon ziemlich beeindruckend. Und dazu natürlich noch die Songs, die auch 2024 so überhaupt nicht retro und alt klingen, sondern ziemlich frisch noch. Die man aber alle jetzt über die vielen, vielen Jahre ja auch schon gehört hat. Und Sie waren ja eigentlich so die große Avantgarde und Innovateure. War denn das Publikum vor der Semperoper trotzdem begeistert? Auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Sie haben natürlich insofern recht, dass Kraftwerk-Shows inzwischen, ich sag jetzt mal, solide Best-of-Shows sind, bei denen eigentlich das meiste bekannt ist. Ralf Hütter ist das letzte Original-Kraftwerk-Mitglied und hat jetzt 3 mehr oder weniger seit mehreren Jahren neue Kollegen, und die modernisieren das eigene Werk zwar immer so ein bisschen musikalisch und textlich, aber man kennt die Songs und auch die Animationen und die Videos, die zu sehen waren, die kennt man auch aus den Konzerten der letzten Jahre. Man hört Hütter dann ab und zu die bruchstückhaften Texte singen, aber mit dem Publikum wird da auch nicht groß kommuniziert. Und musikalisch gibt es eben alles, was zwischen Autobahn und dem letzten Album Tour de France erschienen ist. Kraftwerk-Hits wie Das Model und Man Machine sind genauso dabei wie instrumentale Stücke der Alben, die das Best-of-Programm, ich würde mal sagen, immer so ein bisschen unterbrechen. Aber am Ende ist es so, bekannte Songs, bekannte Visuals, und dann finde ich es auch absolut verständlich, dass diese Konzerte heute vor allem von dem Ort leben, an dem sie halt stattfinden. Und das sind dann halt so die großen Orte, die jeder kennt. Und die Dresdner Semperoper, das war auf jeden Fall, würde ich sagen und würde ich denken, für die Zukunft so eine Sache, die man nur einmal im Leben sieht und eben deswegen auch ziemlich beeindruckend. Andreas Zagelow, MDR Kultur Musikredakteur, war am Wochenende in Dresden beim Kraftwerk-Konzert. Einer der Glücklichen, dieses einzige Konzert in Deutschland hat er miterlebt vor dieser einmaligen Kulisse der Dresdner Semperoper und hier bei uns früh am Morgen mit Eindrücken. Dankeschön. Danke.